Eine Krähe sitzt auf einem Baum. Sie beobachtet dich. Du gehst vorbei. Du denkst nichts dabei. Aber die Krähe, sie vergisst dich nie. Nicht in einer Woche, nicht in einem Jahr, nicht in 10 Jahren. Wissenschaftler haben bewiesen, Krähen erkennen menschliche Gesichter und sie erzählen es weiter, an ihre Kinder, an ihre Freunde. Wenn du eine Krähe einmal verärgert hast, wird sie dich für den Rest deines Lebens kennen. Aber das ist noch nicht das Erstaunlichste. Am Ende dieses Videos wirst du verstehen, warum Krähen in wissenschaftlichen Tests besser abschneiden als viele Erwachsene. Ich zeige dir ein Experiment, das selbst Forscher an der Universität sprachlos gemacht hat. Willkommen bei Vogelwunder. Jeden Tag erforsche ich die unglaublichsten Geheimnisse der Vogelwelt. Ein neues Video wartet täglich auf dich. Heute die Krähe, der Vogel, den du jeden Tag siehst und den du völlig unterschätzt hast. Die Krähe, wissenschaftlich Corvus corone, lebt überall in Deutschland, in Berlin, in Hamburg, in München, auf jedem Parkplatz, in jedem Park, auf jeder Straße. Du kennst sie, aber du kennst ihr Geheimnis nicht. Das Gehirn einer Krähe ist, verglichen mit ihrer Körpergröße, eines der größten im gesamten Tierreich. Größer als das eines Hundes, größer als das einer Katze und in bestimmten Bereichen vergleichbar mit dem eines Menschenaffen. Wissenschaftler der Universität Washington haben ein Experiment durchgeführt. Sie haben Krähen eingefangen mit Masken. Die Forscher trugen dabei bedrohliche Gesichtsmasken, dann wurden die Krähen freigelassen. Was danach passierte, hat die Wissenschaft verändert. Die Krähen griffen gezielt nur die Menschen an, die die Masken getragen hatten, nicht die anderen Forscher, nur die mit den Masken. Über Jahre hinweg, selbst Krähen, die das Experiment gar nicht erlebt hatten, griffen die maskierten Forscher an. Die Eltern hatten es ihren Kindern beigebracht. Eine Generation hatte der nächsten gesagt, dieser Mensch ist gefährlich. Kein Training, keine Belohnung, nur Intelligenz. Aber hier ist das Verrückte daran. Diese Krähen leben gerade in deiner Stadt. Vielleicht hast du heute Morgen eine gesehen, ohne zu wissen, dass sie dich bereits analysiert hat. Und falls du ihr jemals zu nahe gekommen bist, könnte sie sich an dich erinnern. Die Intelligenz der Krähe geht noch viel weiter. In einem anderen Experiment wurden Krähen vor eine Aufgabe gestellt, die mehrere Schritte erforderte. Werkzeuge benutzen, um andere Werkzeuge zu erreichen, um schließlich Futter zu bekommen. Kinder unter 7 Jahren scheitern an dieser Aufgabe regelmäßig. Die Krähen lösten sie beim ersten Versuch. Krähen benutzen Werkzeuge. Sie nehmen Äste, biegen sie zu Haken und fischen damit Insekten aus engen Spalten. Sie legen Nüsse auf Straßen und warten darauf, dass Autos sie zerquetschen. Dann warten sie an der roten Ampel und holen sich das Essen, wenn der Verkehr stoppt. Und jetzt kommt der Teil, den niemand erwartet. Krähen spielen. Sie gleiten auf verschneiten Dächern, nur zum Vergnügen, und wiederholen es immer wieder. Nicht aus Hunger, nicht aus Notwendigkeit, nur weil es ihnen Spaß macht. Spielen galt lange als exklusives Zeichen hoher Intelligenz, und die Krähe tut es täglich vor unseren Augen. Dieser Vogel, den wir ignorieren, den wir als lästig betrachten, den wir verscheuchen, ist vielleicht das intelligenteste Tier, das du jemals in deinem Leben gesehen hast. Und wir haben ihn fast zerstört. Jahrhundertelang wurden Krähen in Europa systematisch verfolgt. Sie galten als Unglücksboten, als böse Tiere, die Unheil bringen. In Deutschland wurden sie massenhaft erschossen, vergiftet, gefangen. Bauern hassten sie, Jäger bekämpften sie. Die Bestände brachen in vielen Regionen vollständig zusammen. Aber die Krähe hat überlebt. Sie hat sich angepasst an Städte, an Menschen, an Straßen und Hochhäuser. Während wir sie bekämpft haben, hat sie uns studiert, unsere Muster gelernt, unsere Schwächen erkannt, unsere Ampeln verstanden. Heute leben mehr Krähen in deutschen Städten als je zuvor in der Geschichte. Berlin hat eine der höchsten Krähenpopulationen Europas. Hamburg, München, sie sind nicht verschwunden, sie haben gewonnen. Der Vogel, den wir für dumm hielten, hat still und leise unsere Welt übernommen und beobachtet uns jeden Tag. Die Krähe ist kein gewöhnlicher Vogel.
Sie ist ein Spiegel, der uns zeigt, dass Intelligenz keine Frage der Größe ist, kein Privileg der Menschen, kein Zufall der Evolution. Sie ist das Ergebnis von Millionen Jahren Anpassung. Und die Krähe hat diesen Weg gemeistert wie kaum ein anderes Tier auf diesem Planeten. Aber es gibt einen Vogel, der noch extremer ist, einen Vogel, der nicht nur Gesichter erkennt, sondern Werkzeuge in mehreren Schritten plant, wie ein Ingenieur. Einen Vogel, dessen Intelligenz selbst Schimpansen übertrifft. Im nächsten Video zeige ich euch diesen Vogel und ich verspreche euch, ihr werdet es nicht glauben. Wenn du kein Video verpassen möchtest, abonniere Vogelwunder jetzt, es kostet dich nichts. Und du wirst die Welt um dich herum nie wieder mit denselben Augen sehen. Bis zum nächsten Mal bei Vogelwunder.